Wir sind der VF Alumni und Friends der Hochschule Esslingen. Seit nun über 75 Jahren hält der Verein ständigen Kontakt zwischen Industrie und Hochschule, um den Studierenden und Alumni ein nachhaltiges Netzwerk bieten zu können. Jetzt ruhig auf Video aufnehmen. Okay. Der Herr Professor Birkle hat einen ganz besonderen Spruch getan. Wenn es den VDF nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden. Ein wichtiges Projekt, das wir zusammen mit dem VDF realisieren konnten, ein Studentenaustausch mit thailändischen Studierenden von unserer Partnerhochschule in Bangkok in Thailand. Der Verein der Freunde bringt die Leute zusammen und unterstützt so manche Dinge. Und wenn das nur so was Kleines ist, wie zum Beispiel die Pizza bei einem Hackathon von den Studierenden, die Hochschule eben nicht übernehmen kann und der VDF kann da einspringen und so macht er halt dann doch aus Dingen, die eigentlich nicht gehen, ganz runde und schöne Dinge. Der VDF kann uns da helfen, bestimmte Dinge zu machen. Da denke ich an Workshops, da denke ich an eine würdige Verabschiedung für unsere Studierenden. Der VDF möchte die Ausbildung in Esslingen weiter verbessern und dazu benötigen wir die Unterstützung von unseren Firmenmitgliedern und unseren Mitgliedern. Für uns als Stadt Esslingen und für mich als Bürgermeister ist ein VDF deswegen sehr wichtig, weil er die vielen, vielen Studierenden, die in den letzten Jahrzehnten in Esslingen studiert haben, auch immer wieder nach Esslingen bringt. Die Unterstützung durch den VDF haben wir zur Studienzeit erfahren, indem beispielsweise externe Firmenbesuche organisiert wurden oder dadurch das Hochschulkonzert unterstützt wurde. Bei vielen Festlichkeiten unterstützte uns unser Hochschulorchester und die Finanzierung unserer Hochschulmusik obliegt komplett dem Verein der Freunde. Zu meiner Zeit als Vorstand war es ganz wichtig, mit den Professoren zu reden, wie wird in der Industrie gearbeitet, was für einen Wandel gibt es. Wie müssen wir die Studenten ausbilden, so dass sie dann auch später erfolgreich sind auf dem Arbeitsmarkt. Also ich finde es spannend im VDF. Erstens mal kann ich gute Kontakte knüpfen. Ich lerne neue Leute kennen. Wir besichtigen Firmen, auch außerhalb unserer Stadt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Firmen zu besichtigen und weitere mega interessante Veranstaltungen des VF Alumni and Friends. Unser Talkformat heute macht den Abschluss der Reihe Rentenperspektiven gemeinsam in die Zukunft schauen. Das ist das Thema unseres heutigen Gesprächs. Ja, wirklich. Und ich weiß, es ist dieser Showcase. Wenn dieser Weg nicht zurückkommt. Genau. Also ich fand es heute sehr interessant. Man kann Kontakte knüpfen, man kann vielleicht auch sein Feld erweitern. Je nachdem, für was man sich jetzt interessiert, kann man dann dadurch seine Fachrichtung eventuell finden. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im 7. Semester an der Hochschule in Esslingen und mir gefällt wirklich, die Unternehmen da kennenzulernen, jetzt hier gerade beim Klinikum einen Einblick zu bekommen. Das ist eine wirklich schöne Sache und nachher auch das Alumni-Netzwerk. Freue ich mich auch schon drauf.
Wir sehen im VDF ein wichtiges Instrument, um zum Beispiel Kontakte zur Industrie herzustellen. Wir als Eberspecher haben über Jahrzehnte hinweg eine enge Zusammenarbeit mit dem VDF und für uns ist es nicht nur die Möglichkeit, praxisorientierte Ausbildung mitzugestalten, sondern zukünftig auch in der Lage zu sein, das, was aus der Wissenschaft kommt, aktiv in der Organisation mit einzubinden und zu gestalten. Für alle ist es eigentlich eine Win-Win-Situation und daher kann ich Ihnen nur empfehlen, Mitglied zu werden beim VDF und Friends. Haltung so gut, oder? Die Hochschule Esslingen ist eine renommierte Adresse für den Ingenieursnachwuchs. Die Unterstützung des Formula Student Teams der Hochschule, den Rennstall, lag mir zum einen eben aufgrund der Zugehörigkeit zur Automobilindustrie besonders am Herzen, aber auch natürlich, weil ich persönlich Rennsport eine Herzensangelegenheit ist und von daher liegt es dann nahe. Der VDF hat uns die letzten Saisons regelmäßig unterstützt. Mein Name ist Dennis Weißmüller, ich bin dieses Jahr Teamleiter im Rennstall. Mein Traum wäre es, später in der Formel 1 zu arbeiten. Da ist der Rennstall eine gute Möglichkeit, da reinzukommen. Durch den VDF haben wir einen Zugang zu einem riesigen Netzwerk, zu Unternehmen und Fertigungspartnern und Unterstützung in vielen verschiedenen Feldern. Das müsste Halle schneiden. Die 30 € Jahresbeitrag für einen halben Döner im Monat. Für mich ist der VDF primär eine Plattform für Persönlichkeiten, für unsere Alumni, aber auch für die Unternehmen, um sich einzubringen. Das war wichtig, das ist wichtig und das bleibt auch in Zukunft wichtig für uns. Ich möchte nach meinem Masterabschluss die Arbeit des VDFs aktiv unterstützen, da ich viele Themen in den verschiedenen Gremien angestoßen habe und einfach aus anderer Stelle diese weiter begleiten möchte. Die engagierten Personen nehmen sich zusätzlich zu ihren normalen Jobs Zeit, sich einzubringen. Deshalb möchte ich Danke sagen an alle, die sich hier einbringen. Der VDF ist für uns ein nicht ersetzbares Element der täglichen Arbeit. Für die perspektivische Zusammenarbeit wünsche ich mir weiterhin die vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit, genauso wie das in der Vergangenheit bestens funktioniert hat. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt nichts Besseres, wie Geld für Bildung auszugeben und junge Menschen zu fördern. War mir wichtig, den Verein auch ein bisschen neu auszurichten. Und das haben wir gemacht. Wir wollen eben insbesondere in diesem neuen Feld Alumni Management eine starke Community für die Studenten aufbauen und sicherstellen, dass die Studenten quasi auch den Kontakt halten. Alleine kommt man schnell an Grenzen, aber wenn man Leute für eine Idee begeistert, ja, vielleicht sogar eine kleine Bewegung generieren kann, dann macht es zum Schluss einen Unterschied. Die Zusammenarbeit mit dem VDF ist immer sehr unkompliziert und man sieht auch, dass wirklich großes Interesse besteht, was zu bewegen. Also von dem her, ich kann nur jedem empfehlen, einzutreten, dabei zu sein und dann selber zu entscheiden, wie aktiv möchte ich sein. Warum soll ich die Chance, den Anker im Netzwerk nicht setzen, weil er kann mir eigentlich nur Vorteile bringen. Setzen Sie Ihren Anker und profitieren Sie von den Vorteilen eines starken Netzwerks.
VF, Alumni und Friends, gemeinsam in die Zukunft.